Hey Freunde, was geht ab? Ich melde mich wieder zurück mit einem extrem spannenden und brandaktuellen Thema, und zwar Dezentrale Exchanges, warum im Jahr 2018 Dezentrale Exchanges eine extrem wichtige Rolle spielen werden und welche 5 ich empfehlen kann. Bis gleich. So Freunde, bevor ich jetzt tiefer in die Materie gehe, vielleicht kurz zur Definition, was sind zentrale Exchanges, was sind dezentrale Exchanges und warum ich denke, dass im Jahr 2018 dezentrale Exchanges eine extrem große Rolle spielen werden. Viele von euch haben ja viel Geld rumliegen auf Börsen wie zum Beispiel Bitshares, Bitfinex oder vielen anderen. Und ein großes Problem, was dabei entsteht, ist, dass dein Geld eben nicht mehr dir gehört, sondern auf einmal, sobald du es an die Börse schickst, der Börse gehört. Da die Coins bei der Börse liegen, du hast keine Private Keys, du hast theoretisch, wenn die Börse down geht oder wenn die Börse gehackt wird, trägst du die Verluste mit und verlierst dementsprechend Geld. Ja. Und deswegen denke ich, dass im Jahr 2018 dezentrale Exchanges extrem wichtig sein werden, weil eben da ein großer Punkt dabei ist, und zwar, du kontrollierst deine Funds, sprich dein Geld, was du eben hast, das kontrollierst du. Das ist nicht im Besitz einer dritten Person oder einer dritten Macht, die eben verantwortlich ist für deine Sicherheit. Ja, es ist im Vergleich zu zentralen Exchanges komplett anonym. Und ein großer Punkt, ja, den wir in der Vergangenheit gemerkt haben, dass die ganzen großen Exchanges extrem viele Probleme haben im Support oder was Server betrifft. Letztens gab es eine Überlastung, da war der Exchange einfach ein paar Stunden down, oder bei Bitshares und Bitfinex hat man gesehen, dass die lange Zeit keine neuen Registrierungen aufgenommen haben, weil eben im Support wenige Leute drin sind oder wenn ein Mangel im Support herrscht. Deswegen, warum dein Geld einer anderen Instanz überlassen, wenn es auch Alternativen gibt? Und es gibt mittlerweile auch extrem viele dezentrale Exchanges, viele bauen die Infrastruktur gerade erst auf, aber ich möchte euch hier so die Top 5 Exchanges, dezentrale Exchanges zeigen, wo ich denke, dass sie im Jahr 2018 extrem viel Potenzial haben werden. Legen wir los mit der ersten. Waves Decentralized Exchange, ja, habe ich persönlich auch schon mal verwendet, extrem interessant, und wie ihr hier schon merkt, ja, kann man hier alle Coins gegen Waves handeln, sprich Waves gegen BTC, Ethereum gegen BTC, Waves sogar gegen Euro. Also extrem spannend, dementsprechend wird auch Waves an Volumen gewinnen, ja, weil diese dezentrale Exchange auch extrem verwendet wird und heuer extrem interessant werden wird. Platz Nummer 2, Open Ledger Decentralized Exchange, aka Bitshares. Das bedeutet, Bitshares kennen einige von euch, ich habe Bitshares auch schon extrem früh gekauft. Bitshares ist eben das Protokoll, wo jetzt eben dieses Open Ledger aufgebaut wurde, und ihr seht hier, ganz genau wie bei Waves kann man alle Coins auch gegen Bitshares handeln, hier Bitshares USD. Man zahlt auch die Fee, sprich die Provision, die Commission für den Trade, für den Handel eben auch im Bitshares. Und dementsprechend denke ich, dass Bitshares im Jahr 2018, da es mittlerweile schon funktioniert und funktionsfähig ist, extrem interessant werden wird. Platz Nummer 3 ist CryptoBridge. Ja, das habe ich leider selber noch gar nicht verwendet. Ja, habe aber von einigen Leuten und auf Foren auch gelesen, dass es extrem gut sein sollte. Ich habe das mal so von 1 bis 5 gegliedert, hier auch extrem übersichtlich, ja, man sieht hier ganz schön die Markets, die Buy- und die Sell-Orders. Es ist immer ganz wichtig, egal auf welchem Exchange ihr unterwegs seid, ihr werdet ein paar Minuten oder vielleicht ein paar Stunden brauchen, um ein bisschen reinzukommen in das Thema, aber wenn ihr mal die Exchanges verstanden habt, ja, wie man eine Sell-Order, wie man eine Buy-Order setzt, wie kann man Stop-Loss oder Margin-Trading machen, da werdet ihr auch alle anderen extrem simpel verstehen. Platz Nummer 4, BISC, aka Bitsquare, kennen vielleicht viele von euch. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich es gar nicht übersichtlich und bin auch kein Fan davon. Wichtig ist auch dabei anzusprechen, dass diese Börse noch in Entwicklung ist, sprich alle Exchanges sind noch nicht 100% funktionsfähig. Einige müssen noch extrem wichtige Updates, auch Sicherheitsupdates durchführen, damit eben dann eine Börse online gehen kann und zu 100% funktionsfähig ist. Das nächste, vielleicht einigen von euch bekannt, Stellar. Stellar Lumens ist auch ein Coin, ja, der extrem gut ist, mittlerweile auf Platz 7. Und Stellar hat einfach gesagt, hey, wir machen einen eigenen Exchange, wo man eben alle Coins auch gegen Stellar handeln kann. Dementsprechend gewinnt Stellar auch an Volumen. Und das habe ich selber auch noch nicht verwendet, habe aber gehört, es sollte gut sein. Es kommen aber in Zukunft, glaube ich, noch einige wichtige Updates. Und ihr habt es vielleicht gesehen, dass hinter vielen Exchanges auch ein Token ist oder ein Coin, in diesem Fall 0x, ja. 0x ist im Endeffekt nichts anderes als ein dezentrales Protokoll, und auf diesem Protokoll basieren eben viele dezentrale Exchanges, und dieses Protokoll ist im Endeffekt nichts anderes, als dass es zwei Mitmenschen miteinander verbindet, sprich den Käufer und den Verkäufer, und eben die Drittpartei, ja, die zentrale Stelle einfach ausgeschaltet wird. Und das ist für mich ja wieder ein Weg in die Dezentralität, ja, weil man hat es gemerkt, ja, auch
Viele Coins werden mittlerweile zentral, viele Börsen werden komplett zentral übernommen und das ist für mich nicht der Sinn hinter Kryptowährungen, weil wir müssen im Endeffekt dezentral bleiben. Bitshares habe ich früher schon angesprochen, gibt es auch einen Coin, den habe ich bei 4 Cent oder so gekauft, extrem interessant. Ich kann euch auch wirklich empfehlen, einen Teil eures Portfolios eben in diese Decentralized Tokens reinzutun, weil ich denke, dass diese Coins extrem viel an Volumen im Jahr 2018 gewinnen werden und dementsprechend könnt ihr da auch einige Kursgewinne mitnehmen. Stellar habe ich auch gerade erwähnt, ja, extrem interessant. Dann gibt es noch zum Beispiel Counterparty. Eine Börse, wo ich selber schon extrem viel gehandelt habe, ist zum Beispiel EtherDelta. Hier seht ihr auch, es gibt ein EtherDelta Token, ganz wichtig, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Börse zu tun, das ist natürlich von der Börse ausgestellt, deswegen kann es natürlich sein, dass dieser Coin an Volumen gewinnt, wenn mal EtherDelta sagt, hey, wir handeln nur noch mit diesem Token. Derzeit ist EtherDelta eine dezentrale Börse, die auch extrem gut funktioniert, wo ich auch schon viel gehandelt habe, viel gekauft und verkauft habe und ist auch für euch extrem interessant, dass ich nochmal zusammenfasse und zurück auf das Thema komme. Dezentrale Exchanges sind extrem wichtig, die schützen eure Coins, sind komplett anonym und sind sicher vor irgendwelchen Hackattacken oder Serverproblemen oder Supportproblemen oder was auch immer, denn du hast deine Private Keys, deswegen denke ich, ja, dass genau diese, ich weiß jetzt nicht, welcher Exchange sich durchsetzen wird, ich denke, es werden mehrere sein, ja, die extrem interessant sind, aber wichtig für euch, denkt langsam an, wenn ihr ein bisschen traden wollt oder wenn ihr Coins handeln wollt, euch langsam auch in die dezentralen Exchanges einzulesen, weil diese eben extrem wichtig sein werden und auch für eure Sicherheit sorgen, dass ihr mit euren Coins handelt und nicht euer Geld irgendeiner anderen Partei überlässt und dementsprechend auch abhängig seid. Deswegen in diesem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wir werden noch extrem viel Content in den nächsten Wochen produzieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.